Hallo zusammen. Eigentlich wollte ich ja heute ein anderes Video machen und bin dafür auf die Eisstraße. Es gibt auf einer Insel ein Museum und das wollte ich euch vorstellen, aber das hat sich erledigt. Und warum, das werdet ihr in diesem Video sehen. Ich bin erst nach Safetapala, habe eingekauft. Ich war 2 Stunden in Safetapala. Wir haben tagsüber schon Temperaturen im Plusbereich, aber nachts haben wir noch Frost. Aber heute ist so warm, wir haben 6 Grad, deshalb habe ich auch ein Hemd hier auf, mir ist das unheimlich warm. Ja, so richtig sommerliche Temperaturen. Aber auf dem Rückweg fing das Eis dann an zu tauen. Und sagen wir mal 3 Kilometer, bevor ich auf der Seite hier war so viel Wasser auf dem Eis, dass ich wirklich Gas geben musste und auf keinen Fall stehen bleiben durfte, sonst wäre ich dann nicht mehr weggekommen. Das Eis fing so dermaßen schnell an zu tauen und dann habe ich mich auch noch verfahren. Ich bin in eine ganz falsche Richtung gefahren. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe einfach während der Fahrt, Hinfahrt und Rückfahrt gefilmt. Es sollte überhaupt kein Video davon gemacht werden. Es war, wie gesagt, für das Museum, wollte ich einen Ausschnitt mit reinnehmen. Aber da ans Ufer zu fahren, das Auto da nochmal eine Stunde zu parken und dann mit Gerda in das Museum zu gehen, nee, danke, da wäre ich ja nicht mehr weggekommen. Ja, und ich glaube nicht, dass bei dem Wetter auch Traktor aufs Eis gekommen wäre zum Abschleppen. Naja, auf jeden Fall schaut euch das Video mal an. Ich werde es ein bisschen kommentieren. Es ist nicht lang, aber sehr interessant. Und da werdet ihr mal sehen, was Glatteis heißt bei uns in Finnland. Ja, denn ich bin auch auf der Straße hier gefahren, die Stotterpisten. Und da könnt ihr mal sehen, wie glatt das ist. Ihr seht es ja jetzt bei uns am Hof, wie schön das ist. Ja. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt sind wir am Ende der Straße angelangt und es geht noch ein Stückchen durch den Wald. Auch hier ist der Schnee am Schmelzen und alles taut ab. In der Nähe eines Sees geht das Ganze etwas schneller, denn am See ist es immer sehr windig. Deshalb ist die Straße auch so gut zu fahren. Ganz problemlos komme ich diese kleinen Hügel hoch, aber gleich im Schatten muss ich etwas aufpassen. Jetzt hinter der nächsten Kurve wird es sehr glatt. Dort ist die ganze Zeit Schatten. Passt mal auf. Jetzt wird es rutschig und ich muss aufpassen. Das Auto rutscht etwas hin und her. Ich setze die Brille ab, denn dort sehe ich nicht viel. Normalerweise sammelt sich das abtauende Wasser immer am Ufer des Sees, aber wie ihr hier seht, ist nichts da. Die Nacht vorher hatte es etwas gefroren und man kommt gut aufs Eis. Die Kurve nehme ich ein bisschen vorsichtig, denn es ist unheimlich glatt hier. Das könnt ihr jetzt sehr gut erkennen. Und langsam gebe ich etwas Gas. Schneller wie 50 zu fahren geht hier nicht, denn sonst haut's mir das Heck weg. Ich fahre ganz normale Winterreifen. Ich habe seit über 20 Jahren keine Spikes mehr, denn die Dinger, die bringen überhaupt nichts. Die finnischen Spikes haben nur eine Länge von 2 mm und
die unterstützen euch nur beim Anfahren. Diese kleinen Leitpfosten, die normalerweise auf dem Eis stehen, sind zum größten Teil alle umgefallen, weil um sie herum das Eis schon am Schmelzen ist. Die Straße lässt sich nur erahnen oder man richtet sich eben nach den Spuren anderer Autos. Jetzt schnalle ich mich erstmal ab und stecke den Sicherheitsgurt vom Beifahrersitz in das Schloss, damit dieses dämliche Piepsen aufhört. Ohne Gurt zu fahren empfehle ich auf dem Eis, denn wenn man mal einbrechen sollte, kann man ruckzuck aus dem Auto raus. Ja, wir fahren noch eine ganze Weile. Auf der linken Seite seht ihr diese Insel, aber das Ende, wo wir hin müssen, ist noch ein paar Kilometer vor uns. Die Geräusche, die ihr laufen hört, entstehen von dem gefrorenen Schnee oder von der zerbrechenden obersten Eisschicht. Unter dieser Schicht ist etwas Wasser und das Wasser, das stammt von dem schmelzenden Schnee. Die Wassermenge auf dem Eis hält sich sehr stark in Grenzen. Ich hatte mit etwas mehr gerechnet, aber es lässt sich relativ gut fahren. Trotzdem entscheide ich mich dafür, erst einzukaufen. Denn wer weiß, wie es nachher wird, nach 2 Stunden. Die Sonne, die scheint nämlich sehr stark. Es ist unheimlich warm. Ich musste die Heizung im Auto abdrehen. Das Thermometer kletterte bis auf 8 Grad an diesem Tag. Zu diesem Zeitpunkt allerdings zeigte das Thermometer nur 5 Grad an. Aber das Eis und der Schnee haben die Wirkung von einem Brennglas und deshalb schmilzt dort alles unheimlich schnell. Jetzt schaue ich mich nochmal um und dann weiter geht's nach Savitapale. Während der Fahrt filme ich noch etwas mit meiner Pocket-Kamera. Diese Aufnahmen hier stammen allerdings aus meiner Autokamera. Wir sind jetzt in Savitapale. Auf der linken Seite ist die Insel Paimesari und auf der rechten Seite kann man noch gerade so ein bisschen die Umrisse der Eislaufbahn erkennen. Die Schlittschuhläufer, die freuen sich natürlich jetzt, denn das Eis ist besonders gut. Aber hier auf der Fahrbahn sind schon einige Löcher im Eis und da muss ich aufpassen und darf da nicht reinfahren, sonst haut es mir die Stoßdämpfer kaputt. Auf der rechten Seite könnt ihr jetzt das Hotel Olcolan Hobby sehen, ein altes Pfarrhaus, was auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Gleich sind wir im Bootshafen und da fahre ich mit dem Auto durch. Ich hoffe natürlich jetzt im Moment schon, dass dort nicht zu viel Wasser steht, denn sonst würde ich da den Berg überhaupt nicht hochkommen. Nebenbei wird noch etwas gefilmt mit der Minicam. Und da ist schon der Bootshafen. Bis jetzt sieht alles relativ gut aus. Ich hatte etwas mehr Wasser erwartet hier auf dem Eis, denn hier sammelt sich einiges immer. Und jetzt Vorsicht, abwarten. Alles zum Großteil zum Glück gefroren. Ich kann hier ganz rechts am Rand fahren und jetzt ein bisschen Gas geben, damit ich auch diesen kleinen Berg hochkomme. Und aufpassen, dass ich nicht mit dem Boot zusammenstoße. So, da sind wir in Savitapale und gleich geht's zurück. Ich habe mich wieder umentschieden
und fahre jetzt am Schwimmstrand neben dem Hotel Olkolanhovi auf den See. Denn am Bootshafen war mittlerweile einiges an Wasser. Ich schaue erstmal hier, wie es so weiter aussieht. Es ist kein Wasser hier. Normalerweise sammelt sich das Tauwasser auch hier und das gibt einen richtigen See. Und auf geht's jetzt. Von hier aus mache ich schon mal gern meine Fotos. Links seht ihr die Eislaufbahn, hier sehr gut zu erkennen. Und jetzt noch ein Stückchen, dann bin ich wieder auf dem Eis. Rechts ist die Insel Paimansaari. Und jetzt geht's vorsichtig los. Es ist noch ein bisschen glatter als heute Morgen. Wir haben ein klasse Wetter und bei so einem Wetter fahre ich gerne über das Eis. Wunderschön anzuschauen ist das Ganze. Das müsst ihr mal machen. Im Winter in Finnland übers Eis fahren ist einfach klasse. Die Sonne leistet ganze Arbeit und man sieht hier immer mehr weichere Stellen. Auf den dunklen Stellen sollte man nach Möglichkeit nicht drauf fahren, da kann das Eis sehr weich sein. Man hört das ganze Knirschen, das Eis fängt an zu brechen, aber gefährlich ist es noch nicht. Das kommt noch. Ja, so sieht es jetzt aus, wenn ihr das von der Hinfahrt gesehen habt. Es hat sich etwas verändert. Es steht noch kein Wasser auf dem Eis, aber das kommt auch alles noch. Die Strecke ist noch relativ gut zu fahren. Aber es wird immer glatter, das Auto schlingert, denn es bildet sich ein kleiner Wasserfilm auf dem Eis. Ich halte die Straße natürlich im Auge, denn vor uns auf der rechten Seite ist die Insel mit dem Museum. Aber bei dem Aussehen dieser Straße vergesse ich es besser, dort anzuhalten und ein Video zu drehen. Mal wieder. Seit 3 Jahren will ich dort schon diesen Bauernhof und dieses Museum filmen und bis jetzt hat es nicht geklappt. Die letzten beiden Jahre gab es keinen Weg dorthin, es war zu viel Schnee da und jetzt taut leider das Eis ab. Ihr werdet gleich sehen, es wird noch schlimmer mit der Straße. Jetzt kommen so langsam die Stellen, die relativ unschön sind. Das Eis wird immer schwärzer und das sagt mir, dass ich besser nach Hause fahre. Ja, die Straße hat sich doch etwas verändert in der Zeit, wo ich einkaufen war. Schaut euch mal hier diese Stellen an, hört euch die Geräusche an im Hintergrund. Das Ganze geht aber noch. Es ist immer noch nicht so dramatisch. Es wird gleich noch schlimmer. Das Auto schlingert mittlerweile immer öfters hin und her. Und nach der Insel wird es noch schlimmer. Ich habe noch ungefähr 4 bis 5 Kilometer zu fahren, bin hier am Hin- und Herrutschen und versuche nicht zu weit nach links zu kommen auf den offenen See, denn dort wird das Eis dünner.
Man hält sich am besten in Ufernähe auf, denn das Eis ist dort richtig fest. Aber gleich kommt noch der Hammer. Denn wie ich schon sagte, diese Richtpfosten, diese kleinen Stöckchen, die überall verteilt sind, die sieht man gar nicht mehr. Da steht noch einer links. Aber die meisten sind schon umgefallen. Jetzt wird es sehr wässrig und ich werde mich gleich noch verfahren. Die Straße wird immer schlechter, wie man unschwer erkennen kann, und ich fahre an der Insel vorbei. Es geht noch weiter. Ich sehe schon das andere Ende und muss allerdings laufend diesen ganzen Löchern ausweichen. Das Auto rutscht hin und her. Vom Gas gehen kann ich nicht. Denn wenn ich stehen bleibe, kann es sein, dass ich nicht mehr von der Stelle komme. Noch befinde ich mich auf der Eisstraße, auf der richtigen Seite. Aber gleich fahre ich in die verkehrte Richtung und ihr werdet jetzt auch gleich den Grund dafür sehen. Passt mal auf, was ich hier jetzt mache. Ich habe hier meine Kamera in der Hand und wollte nebenbei noch etwas filmen. Dabei habe ich natürlich nicht mehr auf den Weg geachtet und kam langsam von der richtigen Eisstraße ab. Es wurde immer wässriger und ich habe mich sehr gewundert, warum hier so viel Wasser auf einmal ist. Ich sah rechts neben mir noch ein paar Spuren von einem anderen Auto und bin weiter geradeaus gefahren. Ich hatte mittlerweile enorme Schwierigkeiten. Ich war vorher mit 80 unterwegs und meine Geschwindigkeit fiel runter bis auf 40. Die Räder hatten überhaupt keinen Grip mehr. Sie schaufelten das Wasser nur noch weg und wenn ich jetzt stehen geblieben wäre, dann wäre ich nie wieder da weggekommen. So, jetzt habe ich gesehen, die Spuren, die teilten sich, dass ich auf der verkehrten Seite fahre. Und dann habe ich mich noch ein bisschen umgeschaut und musste sehen, dass die Landzunge mehr auf der rechten Seite ist. Und so steuerte ich mein Auto dorthin. Ich bin viel zu weit auf das offene Wasser gekommen, wo das Eis noch dünner wird. Gut, ich bin wieder in der richtigen Spur. Und die Straße wird auch langsam wieder besser. Es ist nicht mehr so viel Wasser hier. Ja. Trotzdem ist es noch eine ganze Rutschpartie. Bis zum Ufer, man sieht es vorne links schon, diese dunkleren Bäume, sind es vielleicht noch einen halben Kilometer. Ab hier ist es wieder besser zu fahren. Es ist kein Wasser auf dem Weg. Das Eis bricht etwas, aber nicht so viel wie eben. Ja, ich habe wieder Tempo gegeben, denn falls ich einbrechen sollte, dann hilft das Tempo mir dabei, aus dem Eis rauszukommen. Und das Ganze hatte ich nämlich schon mal. Ich bin mit dem Heck eingebrochen und hatte damals über 100 Stundenkilometer drauf und bin soweit wieder rausgekommen. Hab mir aber am Unterboden die Schläuche und Kabel alles abgerissen. Jetzt geht es hier in die Kurve. Das Piepsen, was ihr jetzt hört, ist die Handbremse, denn ich bin noch ein bisschen zu schnell und muss mit der Handbremse ein bisschen gegensteuern. Jetzt heißt es wieder Gas geben, damit ich den Berg da hochkomme. Hier steht auch jede Menge Wasser schon. Also in der Zeit, wo ich in der Stadt war, hat sich hier einiges getan. Die Sonne brennt den Schnee unheimlich weg.
Ja, das ist Wahnsinn, da könnt ihr Zuschauer bei, wenn ihr das so seht. Ja, nochmal durchschnaufen und weiter geht's dann nach Hause. Danach muss ich erstmal mit den Hunden laufen und Luft holen. Ja, das war's. Kurzvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also denkt an den Daumen. Ja, ich werde noch ein Video im Anschluss reinpacken. Da könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn der ganze See wieder auftaut. Ich habe circa eine Woche habe ich das Ganze begleitet mit der Drohne. Ja, schaut mal rein. Daumen hoch, Abo dalassen und bis zum nächsten Mal.